Im Jahr 1961 war Houston eine Stadt voller Energie. Die Häuser sahen modern aus, die Straßen waren voller Autos. An einem sonnigen Tag stand Präsident John F. Kennedy vor der Universität Rice. Menschen versammelten sich. Studenten, Professoren und Journalisten warteten gespannt. Kennedy trat ans Mikrofon. Die Kamera klickte. Seine Stimme war stark und sicher. Wir wählen, zum Mond zu fliegen, nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwer ist. Viele hörten zu. Seine Rede war klar. Amerika will vor 1970 einen Menschen auf dem Mond sehen. Niemand hatte das je versucht. Die Worte waren wie ein Funke. Im ganzen Land sprachen die Menschen darüber. Zeitungen druckten große Schlagzeilen. Im Radio lief Kennedys Rede 2-mal pro Stunde. »Wie soll das gehen?« fragte ein alter Mann auf der Straße. »Haben wir die Technik schon?« Studenten diskutierten nachts über den Traum, zum Mond zu reisen. Viele Menschen träumten plötzlich von Sternen und fernen Welten. Die NASA bekam neue Aufgaben. Ingenieure in weißen Hemden arbeiteten nun am Gemini-Programm und an der Erforschung von Raketen. Pläne wurden gezeichnet, Seiten voller Zahlen und Skizzen. In den Büros stand schwarzer Kaffee auf allen Tischen. Manche blieben die ganze Nacht. Claire, eine junge Ingenieurin bei der NASA, blickte aus dem Fenster. Sie sah keine Sterne, nur das Licht der Stadt. Für Claire war die Arbeit jetzt wichtiger als Schlaf. In den Laboren roch es nach Öl und Stahl. »Wir schaffen das«, sagte ihr Kollege David oft. Er lachte immer, auch wenn die Arbeit schwer war. Überall waren Diskussionen. Welche Rakete könnte so weit fliegen? Wie landen Menschen auf dem Mond und kommen zurück? Jeder Fehler wäre eine Katastrophe. Die Sprache im Büro war voll neuer Begriffe: Saturn, Apollo, Schubkraft, Orbit. Ein großes Modell einer Rakete stand in der Ecke. Claire lief jeden Morgen daran vorbei. Die Saturn V sollte mehr als 100 Meter hoch sein. Noch kannte niemand die genauen Probleme. Aber alle wollten dabei sein. Montags war immer eine Besprechung. Die Chefs erklärten den nächsten Plan. Am größten Tisch saß der Direktor. »Wir haben einen Traum«, sagte er. »Aber wir brauchen Mut, Disziplin und neue Lösungen. Setzen wir alles daran.« Manchmal nickte Claire einfach, während sie heimlich weitere Skizzen anfertigte. Die Montagehallen waren laut. Arbeiter schraubten Bleche zusammen, Techniker kontrollierten winzige Kabel. Ein Fehler und Monate der Arbeit konnten umsonst sein. Es gab Rückschläge. Einmal fiel ein wichtiger Test aus. Alle waren enttäuscht, doch die Stimmung blieb kämpferisch. »Wir versuchen es morgen wieder«, sagte David. Claire antwortete: »Wir dürfen nicht aufgeben.« In Cafeterien und Fluren sprachen Kollegen über Zahlen, Probleme und Chancen. Familien sahen ihre Väter oder Mütter immer seltener, weil sie Tag und Nacht bei der NASA arbeiteten. Jeder glaubte an Kennedys Versprechen. Die Stimmung im Land war gemischt. Viele jubelten bei jedem Fortschritt, andere hatten Angst und fragten: »Wird das Geld nicht anderswo gebraucht?« Doch die Faszination für den Weltraum wuchs überall. Die ersten Testmodelle für die Saturn V waren fertig. Wichtige Entscheidungen mussten getroffen werden. Am 16. Juli 1969 war Cape Canaveral voller Menschen. Die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen, aber Tausende standen schon auf den Feldern.
Einige hatten Flaggen, andere Ferngläser oder kleine Radioapparate. Kinder saßen auf den Schultern ihrer Väter. Die Stimmung war elektrisierend. Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins wurden früh am Morgen geweckt. Ein Techniker brachte ihnen Frühstück. »Orangensaft?« fragte Collins lächelnd. Armstrong nickte. Sein Gesicht wirkte ruhig, aber in seinem Bauch fühlten sich die Schmetterlinge sehr lebendig an. Die drei zogen ihre weißen Raumanzüge an. Im Kontrollzentrum überprüften hunderte Experten jeden Wert auf ihren Bildschirmen. Claire saß am Rande eines langen Tisches, lauschte den Daten und schrieb sie auf kleine Karteikarten. Draußen fuhren Armstrong, Aldrin und Collins in einem kleinen Bus zur riesigen Rakete. Die Saturn V war über 100 Meter hoch. Als die Männer ausstiegen, klatschten die Menschen. »Seht, da sind sie«, rief eine Frau mit Tränen in den Augen. Fotografen hielten diesen Moment fest. Kurz vor 8 Uhr gingen die Astronauten über eine Brücke zum Eingang der Kapsel. Über Lautsprecher erklang eine Stimme. »Noch 2 Stunden bis zum Start!« Armstrong schaute ein letztes Mal nach draußen, dann verschwand er im Innern der Rakete. Im Kontrollzentrum wurde alles ruhig. Claires Hände zitterten leicht. Neben ihr starrte David auf die Monitore. Der Countdown begann. Noch 10, 9, 8. Die Minuten zogen sich wie Stunden. Im Sitz kauerte Aldrin und murmelte ein Gebet. Collins prüfte die Anzeigen vorne. Armstrong atmete langsam und fest. 3, 2, 1. Ein ohrenbetäubendes Donnern erschütterte den Boden. Die Saturn V hob ganz langsam ab. Rauch und Feuer schossen aus den Triebwerken. Die Rakete stieg in den Himmel. Jemand rief: »Sie fliegen wirklich!« Menschen sprangen, lachten, einige weinten. Im Innern der Kommandokapsel spürten die Männer, wie sie in ihre Sitze gedrückt wurden. Sekunden vergingen und die Schwerkraft ließ nach. Sie waren im All. »Alles in Ordnung?« fragte Armstrong. »Mir ist schlecht«, sagte Collins leise. Buzz lachte. »Das ist normal.« Tag und Nacht wechselten sich ab, als Apollo 11 Richtung Mond flog. Die Erde erschien nur noch als blauer Ball im Fenster. Hin und wieder hörte man die Stimmen aus Houston. »Charlie, wie geht's euch?« fragte eine Stimme am Funkgerät. »Alles ruhig bisher«, berichtete Aldrin. Claire im Kontrollzentrum atmete durch, doch sie wusste, jeder Moment konnte kritisch werden. Einmal gab es Alarm wegen einer Kontrolllampe. »Was ist das?« fragte David nervös. Ein Techniker antwortete hastig: »Wahrscheinlich nur ein Sensorfehler.« Die Crew überprüfte ihre Checkliste. Armstrong schwebte zur Luke und klebte Notizen an die Wand. Aldrin probierte das Funkgerät zum Senden von Nachrichten. Collins sah lange aus dem Fenster. »Der Mond wird größer«, sagte er. Die Stille im All war ungewohnt. Das Team hatte viele Aufgaben: Navigationsdaten eingeben, Sauerstoff kontrollieren, mit Houston sprechen. Immer mussten sie sich konzentrieren. Doch manchmal erlaubten sie sich ein Lachen oder einen Witz. Nach 3 Tagen war der Mond fast zum Greifen nah. Die Astronauten schauten hinaus und sagten nichts mehr. Die Sonne stand nicht mehr am Himmel, als das Kommandomodul den Mond erreichte. Tatsächlich trennten Armstrong und Aldrin nun ihr kleines Landemodul, das Eagle hieß.
Michael Collins blieb ganz allein oben im Orbit. Armstrong lächelte noch einmal zu Collins durch das kleine Fenster. Dann hörten sie Houstons Stimme. »Eagle bereit zur Landung?« Armstrong antwortete ruhig, »Eagle ist bereit.« Aber sein Herz schlug schneller als sonst. Die Triebwerke zündeten und Eagle begann langsam Richtung Mondoberfläche zu sinken. Im Inneren war es eng und die Instrumente blinkten. Aldrin las vorsichtig die Zahlen ab. Plötzlich gab es ein schrilles Piepen. Eine Warnlampe leuchtete rot. »Was ist das?« flüsterte Aldrin. Armstrong blickte kurz auf. Er versuchte ruhig zu bleiben. »Es ist zu viel Datenverkehr im Computer. Wir machen weiter.« Er sagte bestimmt. Houston antwortete. »Fahren Sie fort. Wir glauben, Eagle kann landen.« Durch die kleinen Fenster sahen Armstrong und Aldrin graue Krater und Felsen. Die Oberfläche kam immer näher. Das Landemodul schaukelte im Schwebeflug. Aldrin rief, »Nur noch 60 Sekunden Treibstoff.« Armstrongs Hände waren ganz ruhig. Er nahm die Kontrolle. »Wir müssen nach vorne. Dort ist es frei.« Die letzten Meter waren die gefährlichsten. Steine ragten direkt unter ihnen hervor. Aldrin zählte laut mit. 30, 20, 10. Ein leichtes Ruckeln ging durch das Modul. Armstrong drehte an den Hebeln. Dann setzte Eagle ganz sanft auf die Mondoberfläche auf. »Kontakt leicht. Motor abstellen«, sagte Armstrong leise. Es war für einen Moment völlig still. Die beiden atmeten tief durch. Dann meldete Armstrong, »Houston, hier die Basis des Friedensadlers. Der Adler ist gelandet.« Im Kontrollzentrum fiel jemand vor Freude in Claires Arme. Sie weinte und lachte gleichzeitig. Im Inneren von Eagle waren Armstrong und Aldrin ganz still. Armstrong griff zum Helm. »Bereit?« fragte Buzz. Armstrong nickte nur. Jeder Handgriff war nun langsam und wichtig. Beide wussten, dass Millionen Menschen auf der Erde sie jetzt beobachteten. Armstrong öffnete die Luke. Staub wirbelte auf. Langsam stieg er die kleine Leiter hinab. Seine Stiefel berührten den feinen grauen Staub. Er machte einen kleinen Schritt und sprach mit leiser Stimme, »Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit.« Aldrin folgte langsam. Auch er setzte einen Fuß auf den Mond. »Herrlich, eine große Einsamkeit«, murmelte er. Gemeinsam stellten sie Messinstrumente auf. Sie sammelten Bodenproben in silberne Beutel. Armstrong fotografierte den Boden und Aldrin. Aldrin hob einen Spiegel auf, der Sonnenstrahlen zurück zur Erde schicken sollte. Dann pflanzten sie langsam und feierlich die amerikanische Flagge in den Boden. Das Tuch wehte nicht, denn hier gab es keinen Wind. Armstrong wischte sich Staub von der Visierklappe. Auf der Erde hörte Claire die Stimmen im Funk. »Sie können uns alle hören, oder? Wir sind jetzt auf dem Mond.« Nach vielen Stunden auf der Mondoberfläche war es Zeit für Armstrong und Aldrin, Abschied zu nehmen. Das Landemodul Eagle hob ruckartig ab und stieg wieder in den Orbit. Armstrong blickte ein letztes Mal durch das Fenster auf den grauen Staub. In der Stille hörte man nur die Stimmen im Funk. Oben wartete Collins schon im Kommandomodul. Der Himmel war schwarz und still. Endlich konnten sie das Rauschen der Triebwerke hören. Aldrin winkte Collins, als sie ankoppelten. Es war ein schwieriges Manöver, aber alles funktionierte.
Türen öffneten sich und die 3 Männer waren wieder vereint. »Wie war es da draußen?« fragte Collins neugierig. Armstrong lächelte und antwortete leise: »Unwirklich. Man vergisst für einen Moment, dass es Wirklichkeit ist.« Sie freuten sich über die Rückkehr, aber sie waren müde. Im engen Modul roch es nach Metall und Staub vom Mond. Die Rückreise begann. Die Erde war nur ein blauer Punkt im Fenster. Jeden Tag schaute Armstrong hinaus und versuchte, die Heimat zu erkennen. Sie sprachen wenig. Jeder dachte an seine Familie und daran, wie alles auf der Erde wohl aussehen würde, wenn sie zurückkehrten. Aldrin holte manchmal die Gesteinsproben hervor und betrachtete sie. »Diese Stücke Mond zeigen wir irgendwann unseren Enkeln«, sagte. Collins beobachtete die Anzeigen. »Alles ist stabil. Nur noch ein paar Tage, dann sind wir zu Hause«, meinte er sachlich. Doch die Anspannung lag in der Luft. Das Kommandomodul wurde immer wärmer, je näher sie der Erde kamen. Die Astronauten zogen ihre Raumanzüge an und waren bereit für die Landung. Die größte Gefahr stand noch bevor: der Wiedereintritt in den dichten Teil der Atmosphäre. Das Funkgerät schwieg. Niemand wusste, ob sie es schaffen würden. »Es wird alles funktionieren«, sagte Armstrong ruhig. Die Hitze draußen war enorm. Für Minuten rüttelte und vibrierte das ganze Modul. Die Welt auf der Erde wartete gespannt und hielt den Atem an. Dann endlich: das Funkgerät knackte. »Apollo 11, Sie sind durch. Alles in Ordnung?« Houston fragte. Aldrin lachte vor Erleichterung. »Alles bestens«, rief er. Endlich öffnete sich der Fallschirm. Das Modul fiel langsam auf das Wasser im Pazifik. Ein leises Platschen, sie hatten es geschafft. Das viereckige Fenster war beschlagen, aber Armstrong konnte Sonnenlicht sehen. Boote und Hubschrauber kamen näher. Die Stimmen der Marine waren fröhlich. »Willkommen zurück, Helden!« Als sie an Bord des Schiffes kletterten, spürten sie das feste Schaukeln des Meeres. Menschen jubelten und klatschten. Armstrong, Aldrin und Collins waren wieder auf der Erde. Überall auf der Welt feierten die Menschen die Rückkehr. Der Traum, den Kennedy vor 8 Jahren versprochen hatte, war nun für alle Realität geworden. Die Männer lächelten erschöpft, denn sie wussten, für eine kurze Zeit hatten sie gemeinsam die Grenzen des Möglichen verschoben.